Gude und Hallo bei CoinCharge. Bei CoinCharge beschäftigen wir uns damit, wie du Bitcoin-Zahlungen in deinem Geschäft oder Online-Shop akzeptieren kannst. Dieser Folge ist der erste Teil einer Serie, die sich mit dem Thema BTC Pay Server auseinandersetzt. In der ersten Folge geht es darum, was ist ein BTC Pay Server? In den darauffolgenden Folgen geht es darum, wie richte ich mir einen eigenen BTC Pay Server ein, wie erstelle ich einen BTC Pay Store, wie verbinde ich diesen Store zum Beispiel mit meinem Online-Shop, und wir stellen weitere Anwendungsmöglichkeiten vor, wie zum Beispiel Point-of-Sale-Lösungen oder eine BTC Paywall, wie ich Spenden auf meinem BTC Pay Server akzeptieren kann. Doch beginnen wollen wir jetzt mit dem Teil, was ist ein BTC Pay Server? Mit einem BTC Pay Server kann der Betreiber eines Online-Shops seine eigene Bitcoin-Zahlungsabwicklung machen. Wenn du bereits einen Online-Shop hast, dann hast du vielleicht Kreditkarte oder PayPal als Zahlmethode integriert. Oder Lösungen von Klarna wie Rechnungskauf, Sofortüberweisung, iDeal, EPS, GiroPay oder Twint oder eine der anderen vielen Methoden. In all diesen Fällen hast du zusammengearbeitet mit einem Payment Provider, auf Deutsch Zahlungsanbieter. Das können Lösungen sein wie Adyen, Concardis, Payon oder Stripe. Doch keiner dieser Zahlungsanbieter unterstützt die Bezahlmethode Bitcoin. Wenn du bereits mit einem Payment Provider zusammenarbeitest, dann frag doch einfach mal nach, ob man mittlerweile die Bezahlmethode Bitcoin akzeptiert. Mir ist bisher kein Anbieter bekannt. Würde mich freuen, wenn du jemanden kennst, dann informiere mich gerne oder schreib das unten in den Kommentaren. Wer Bitcoin-Zahlungen akzeptieren möchte, muss also mit einem Bitcoin-Zahlungsabwickler zusammenarbeiten. Also ein Zahlungsabwickler, der sich auf Bitcoin und Kryptozahlungen spezialisiert hat. Das sind Anbieter wie zum Beispiel BitPay, Coinbase Commerce oder OpenNote. Eine Auflistung der wichtigsten Bitcoin-Zahlungsanbieter findest du auf der Webseite von CoinCharge. Wir haben sie hier nochmal eingeblendet, beziehungsweise du findest sie unten in den Folgenotizen. Doch haben wir nicht gelernt, dass Bitcoin ohne einen Mittelsmann auskommt? Dass Bitcoin-Zahlungen immer von dem Sender zu dem Empfänger direkt gesendet werden, ohne dass jemand dazwischen ist? Dass Bitcoin ein Peer-to-Peer Electronic Cash-System ist? Es stellt sich die Frage, warum brauche ich denn eigentlich einen Bitcoin-Zahlungsanbieter? Und die Frage, vielleicht kann man das ja auch selber machen. Und um das nochmal zu klären, lass uns in Erinnerung rufen, wie das war, als du bei deinem Fiat-Payment-Provider ein Konto eröffnet hast und welche Dienstleistung dir ein Fiat-Payment-Provider so bietet. Um Zahlungen per Kreditkarte, PayPal und Co. in seinem Geschäft akzeptieren zu können, muss der Vertrag mit einem Zahlungsanbieter geschlossen werden. Für diesen Vertrag muss der Händler, wie bei der Kontoeröffnung einer Bank auch, seine kompletten Unterlagen einreichen. Das sind zum Beispiel Handelsregisterauszug, Gewerbeanmeldung, Gesellschaftsunterlagen, Steuernummern, Kontoauszug und Verbrauchsrechnung. Ebenso braucht man Ausweise und Verbrauchsrechnungen von der Geschäftsführung und den wichtigsten Gesellschaftern. Dann muss das Geschäftsmodell genau erklärt werden. Und dieses Geschäftsmodell muss im Einklang stehen mit den Vorgaben der Zahlungsmethode oder des Zahlungsanbieters. Dann zahlt man eine Gebühr, die liegt bei etwa 2,5% vom Umsatz plus eine Transaktionsgebühr. Doch diese Gebühren können auch leicht etwas höher werden, zum Beispiel dann, wenn es sich um sogenannten High-Risk handelt oder um Mikrozahlungen. Als Händler bekommt man von seinem Zahlungsanbieter mitgeteilt, ob eine Zahlung seitens des Händlers erfolgreich war. Die Gutschrift des Kaufbetrages, auch Settlement genannt, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. In manchen Fällen wird auch ein Sicherheitsbetrag einbehalten, falls der Kunde eine Rückbuchung vornimmt. Denn es besteht für den Händler ein Chargeback, zu Deutsch Rückbelastungsrisiko durch seine Kunden. Eine Zahlung mit konventionellen Zahlungsmethoden ist für einen Händler niemals final und auch niemals garantiert. Was macht jetzt ein Zahlungsanbieter für den Händler?
Der Zahlungsanbieter erstellt für den Händler eine Übersicht aller Transaktionen und erfolgreichen Zahlungen. Er übernimmt die technische Zahlungsabwicklung, auch Processing genannt. Er versucht, Betrug von Endkunden durch Risk-Tools und Analysen zu reduzieren und vielleicht auszuschließen. Und zu guter Letzt erstellt er aggregiert über alle Bezahlmethoden eine Abrechnung und zahlt den Umsatz in Euro auf das Bankkonto des Händlers aus. Nachdem wir uns noch einmal in Erinnerung gerufen haben, wie die Kontoeröffnung und die Zusammenarbeit mit einem Zahlungsanbieter funktioniert, stellt sich die Frage, ob dieser Aufwand gerechtfertigt ist für die Zahlungsabwicklung mit Bitcoin und Lightning. Und es stellt sich die Frage, warum kann man das eigentlich nicht selber machen? Und ja, man kann es selber machen, mit Hilfe eines BTC Pay Servers. Denn mit Hilfe eines BTC Pay Servers kann ein Händler selber seine eigene Bitcoin-Zahlungsabwicklung machen und ist nicht mehr angewiesen auf die Zusammenarbeit mit einem Zahlungsanbieter. Und es ist genau so, wie es im Bitcoin White Paper steht. Denn zwischen dem Händler und den Endkunden gibt es eine direkte Zahlung und es ist keine Partei zwischengeschaltet. Wer seine Bitcoin-Zahlungsabwicklung mit einem BTC Pay Server vornimmt, der muss folgende Sachen nicht mehr machen. Er muss kein Konto eröffnen und dabei seine Geschäftsunterlagen zur Verfügung stellen. Er muss auch sein Geschäftsmodell nicht darlegen und überprüfen lassen, ob es den Anforderungen und Regeln des Payment Providers oder Zahlungsanbieters gerecht wird. Er muss keine monatliche Gebühr bezahlen, keinen Disagio bezogen auf den Umsatz oder eine Transaktionsgebühr, denn die Nutzung eines BTC Pay Servers ist kostenlos. Die Gutschriften von seinen Umsätzen werden direkt auf der eigenen Bitcoin Wallet gutgeschrieben und es gibt keinen zeitlichen Verzug bei dem sogenannten Settlement. Es wird auch kein Sicherheitsbetrag einbehalten, denn eine Bitcoin-Zahlung ist final und es gibt keine Rückbelastungen. Ich bekomme die Bitcoin-Umsätze direkt auf meiner eigenen Bitcoin-Wallet gutgeschrieben. Ich kann jetzt diese Bitcoin sparen oder auch direkt an eine Bitcoin-Börse weiterleiten. Und dort kann ich sie dann umwechseln in Euro und dann auf mein Bankkonto ausbezahlen. Doch wie erfolgt jetzt mit einem BTC Pay Server die Bitcoin-Zahlungsabwicklung? Hier ein kleines Beispiel. Wir haben unter der Adresse store.coincharge.io einen Demoshop aufgesetzt, mit dem wir zeigen möchten, wie die Zahlungsabwicklung mit Bitcoin und Lightning mithilfe eines BTC Pay Servers funktioniert. Die Produkte, die hier aufgelistet werden, sind quasi digitale Güter, denn das ist eine Spende, die man uns leisten kann, indem man uns quasi zu einem Getränk einlädt. Aber es zeigt ganz gut, wie denn diese Zahlungsabwicklung funktioniert. Als Beispiel kann man zum Beispiel uns einladen zu einer Flasche Weißwein. Diese Flasche Weißwein legen wir in den Warenkorb und klicken auf Kasse, dann beginnt der Checkout-Prozess. Wenn es sich um ein physisches Gut handeln würde, das also per Post verschickt wird, würde man die gesamte Anschrift hinterlegen, damit man weiß, wo die Post die Ware hinsendet. Hier handelt es sich um ein digitales Gut, das heißt, hier braucht man diese Angaben nicht. Die Angaben hier sind alle optional und man kann sie eigentlich auch weglassen. Im rechten Bereich sehen wir dann noch einmal eine Zusammenfassung der Ware und die angebotenen Bezahlmöglichkeiten. In diesem Fall gibt es nur die Bezahlmöglichkeiten per Bitcoin und Lightning, denn es soll ja damit gezeigt werden, wie man mit Bitcoin und Lightning bezahlen kann. Und um jetzt die Zahlung abzuschließen, klicken wir unten auf den Button zum Bezahlen, in diesem Falle per BTC Pay. Nachdem wir auf Bezahlen geklickt haben, erscheint die Bezahlseite im Design angepasst für das Produkt CoinCharge und wir haben hier die Möglichkeit, per Bitcoin oder Lightning zu bezahlen. Hier unten im unteren Bereich finden wir den QR-Code. Und hier rechts als Demo sind zwei Optionen angeboten, wenn man theoretisch mit anderen Coins wie Ethereum und dergleichen der Kunde bezahlen wollte. Doch hier geht es um Bitcoin und Lightning. Wir öffnen unsere Bitcoin Wallet, wir scannen den QR-Code,
Wir haben hier die Möglichkeit, 5 Euro zu bezahlen. Das entspricht zum heutigen Zeitpunkt 27.191 Satoshi. Und ich bestätige jetzt hier die Zahlung, indem ich sage auf Bitcoin senden. Hier ist die Zahlung erfolgt und jetzt warten wir darauf, dass es auch auf der Payment Page erfolgreich angezeigt wird und hier ist es schon. Hier ist die Zahlung abgeschlossen. Der Endkunde hat die Zahlung erfolgreich getätigt. Er bekommt hier noch einmal auf der Seite eine Bestätigung und hätte er eine E-Mail-Adresse hinterlegt, dann würde das jetzt auch nochmal als E-Mail-Adresse an den Kunden geschickt werden. Eine Zusammenfassung der Bestellung inklusive der erfolgreichen Zahlung. So funktioniert aus Endkundensicht die Zahlung mit Bitcoin und Lightning. Doch was passiert eigentlich auf der Seite des BTC Pay Servers bei der Zahlung, die hier gerade vorgenommen worden ist? Im Hintergrund kontrolliert der BTC Pay Server den Mempool und die Blockchain, ob es einen Zahlungseingang auf der Bitcoin-Adresse zu verzeichnen ist, die im Vorfeld erstellt worden ist und einzigartig ist. Hat der Kunde erfolgreich gezahlt, so erkennt dieser BTC Pay Server und informiert darüber den Online-Shop, der wiederum den Kunden über die erfolgreiche Zahlung informieren kann. Dann macht der Händler das, was er bei jeder erfolgreichen Zahlung macht, unabhängig von der Bezahlmethode. Er macht die Ware versandfertig oder stellt dem Kunden die entsprechende Leistung online zur Verfügung. Die eingegangenen Bitcoin werden direkt und unmittelbar auf der Bitcoin-Adresse des Händlers gutgeschrieben. Dieser kann über die Bitcoin sofort frei verfügen. Er muss nicht warten, bis er eine Abrechnung bekommt oder von seinem Zahlungsanbieter ein sogenanntes Settlement vorgenommen wird. Er muss nur die 6 Confirmation abwarten und dann stehen ihm die Bitcoin zur Verfügung. Jetzt stellt sich die Frage, wo ist denn der Unterschied zu der Verwendung eines Bitcoin Payment Providers und eines BTC Pay Servers? Vielleicht kurz als Gegenüberstellung. Kontoeröffnung. Bei der Kontoeröffnung eines Bitcoin Payment Providers müssen wir ebenfalls unsere gesamten Geschäftsunterlagen, unser Geschäftsmodell und die KYC-Prüfung vornehmen. Bei einem BTC Pay Server entfällt das, denn wir brauchen keine Kontoeröffnung vorzunehmen. Kommen wir zu den Gebühren. In der Regel verlangen Bitcoin Payment Provider Gebühren um die 1% des Umsatzes. Beim BTC Pay Server haben wir keine Kosten. Die Nutzung des BTC Pay Servers ist kostenlos. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass wir Kosten haben für den Betrieb des Servers. Hier gibt es Kosten ungefähr um die 10 US-Dollar pro Monat. In einem der folgenden Videos werden wir eine entsprechende Lösung vorstellen. Und diese Kosten sind unabhängig davon, wie viel Umsatz und wie viel Transaktionen ich mache. Settlement, Auszahlung. Bei einem Bitcoin Payment Provider ist die Auszahlung in der Regel täglich oder sie ist abhängig von dem Erreichen eines gewissen Mindestumsatzes. Bei einem BTC Pay Server wird die Auszahlung, also das Settlement, sofort und unmittelbar vorgenommen. Doch der wesentliche Unterschied zwischen einem Bitcoin Payment Provider und des BTC Pay Servers ist die Auszahlung in Euro. Bei einem Bitcoin Payment Provider kann ich den Wunsch äußern, dass meine Umsätze in Euro abgerechnet und auf meinem Bankkonto ausgezahlt wird. Bei einem BTC Pay Server erfolgt die Auszahlung nicht in Euro, sondern in Bitcoin. Ich habe aber die Möglichkeit, die eingegangenen Bitcoin an eine Bitcoin-Börse meines Vertrauens weiterzuleiten, dort die Bitcoin in Euro umzuwechseln und dann den Eurobetrag auf mein Bankkonto auszuzahlen. Wer als Händler die Einnahmen nicht in Bitcoin haben möchte, sondern auf Auszahlung in Euro angewiesen ist, für den kann die Verwendung eines Bitcoin Payment Providers die bessere Lösung sein. Denn auch der überzeugendste Bitcoiner muss seine Mitarbeiter und Lieferanten bezahlen und die wollen immer noch Euro haben. Auch der Buchhaltung ist es oft angenehmer, wenn die Umsätze in Euro und nicht in Bitcoin abgerechnet werden. Aber ich verweise nochmal auf die Möglichkeit, dass die eingehenden Bitcoin direkt an eine Bitcoin-Börse der eigenen Wahl weitergeleitet
und dort in Euro gewechselt werden können. Für die Buchhaltung erhält man natürlich auch beim BTC Pay Server entsprechende Übersichten über die Transaktionen, die Umsätze und somit die entsprechenden Nachweise, die für die Buchhaltung erforderlich ist. In einem der folgenden Videos werden wir das genauer darstellen und beschreiben. Wer als Händler jetzt einen eigenen BTC Pay Server betreiben möchte, um damit in seinem Shop online Bitcoin und Lightning Zahlungen akzeptieren zu können, stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten habe ich? Fangen wir damit an. Eine Möglichkeit sind solche Hardware-Nodes. Das ist zum Beispiel von der Firma Nodel, das ist ein Raspberry Blitz, doch es gibt auch andere Anbieter wie zum Beispiel Ambrin. Auf diesen Kisten laufen eigene ständige Bitcoin-Nodes oder Lightning-Nodes und weitere zusätzliche Services, wie zum Beispiel BTC Pay Server. Diese Hardware-Nodes werden meistens im eigenen Home-Netzwerk betrieben und dafür sind sie auch wunderbar geeignet. Bisschen problematisch wird es aber, wenn man darauf einen BTC Pay Server laufen lässt. Denn es ist erforderlich, dass der Online-Shop mit diesem BTC Pay Server in meinem Home-Netzwerk kommuniziert und somit ein Zugriff aus dem Internet auf mein Home-Netzwerk erlaubt werden muss, was aus Sicherheitsgründen nicht unbedingt empfehlenswert ist. Es gibt aber gute technische Lösungen dafür, zum Beispiel per Tor darauf zuzugreifen. Also es gibt Möglichkeiten, aber das ist eher eine Lösung, die für technisch versierte Notbetreiber eine Option sein könnten. Und vielleicht gibt es für diejenigen, die wenig technisch versiert ist, eine andere Lösung. Wie zum Beispiel, man kann einen BTC Pay Server auch auf einem eigenen Server bei dem Hoster seiner Wahl betreiben. Somit ist dieser BTC Pay Server für den Online-Shop problemlos online erreichbar, so wie es mit deiner Webseite und mit deinem Online-Shop ja auch der Fall ist. Das Aufsetzen eines eigenen BTC Pay Servers ist für einen Administrator oder einen technisch versierten Anwender problemlos möglich. Es gibt dafür zahlreiche und gute Dokumentationen innerhalb des Internets. Wem also diese Anwendung mit einem eigenen Server bei einem eigenen Hoster zu kompliziert ist, dem empfehlen wir die Lösung per Lunarnode. Lunarnode ist ein spezialisierter BTC Pay Server Hoster. Bei Lunarnode bekommst du bereits ab 10 Euro im Monat einen eigenen BTC Pay Server zur Verfügung gestellt. In einem der folgenden Videos erklären wir, wie du bei Lunarnode deinen eigenen BTC Pay Server aufsetzen, einrichten und administrieren kannst. Wer keinen eigenen BTC Pay Server betreiben will, hat die Möglichkeit, bei einem bestehenden BTC Pay Server diesen mitzubenutzen. Wir haben hier eine URL eingeblendet, dort findet man ein Verzeichnis von den BTC Pay Servern, die diese Mitbenutzung als Service-Dienstleistung anbieten. Wer noch etwas unsicher ist, ob die Bitcoin-Zahlungsabwicklung über einen BTC Pay Server die richtige Wahl ist, der kann zu Testzwecken auch den BTC Pay Server von CoinCharge mitbenutzen und dort ausprobieren. Dieser Service ist kostenlos und steht nur für Testzwecke zur Verfügung. Denn wir von CoinCharge geben keinen Service und können auch nicht gewährleisten, dass dieser BTC Pay Server immer verfügbar sein wird und nicht irgendwann abgeschaltet wird. Doch zum Ausprobieren und zum Testen steht dieser CoinCharge BTC Pay Server jedermann gerne zur Verfügung. Und die URL findest du dort unten auch eingeblendet oder in den Folgenotizen. Wer jetzt einen eigenen BTC Pay Server betreiben möchte, den verweisen wir gerne auf das nächste Video. Da erklären wir, so setzt du einen BTC Pay Server bei Lunarnode auf. Hier erklären wir, wie du ohne technische Vorkenntnisse ganz einfach einen eigenen BTC Pay Server bei dem Hoster Lunarnode aufsetzen kannst. Und die Kosten betragen unter 10 US-Dollar pro Monat. Ebenso stellen wir in den nächsten Videos in dieser Serie vor, was du mit dem BTC Pay Server so alles anstellen kannst. Wie du einen BTC Pay Store aufsetzt, wie du den mit deinem Online-Shop verbindest und welche Anwendungsmöglichkeiten mit dem BTC Pay Server noch umgesetzt werden können. Wenn du uns ein Abo dalässt, dann wirst du automatisch daran erinnert, wenn ein neues Video erscheint. Und wenn du uns einen Daumen hoch für dieses Video gibst, dann hilfst du mit, dass noch mehr Händler erfahren,
wie man mit Hilfe eines BTC Pay Servers Bitcoin und Lightning-Zahlungen in seinem Online-Shop oder Ladengeschäft akzeptieren kann. Eine Sache habe ich noch. Dennis, danke für das T-Shirt vom BTC Pay Server und vielen Dank für deine Arbeit am BTC Pay Server. Mach weiter so.